Hallo meine Lieben, ich habe von euch ein paar Fragen bekommen, wo es einfach geht, wenn ich euch das in einem Video beantworten kann, als wenn ich das versuche irgendwie in Worte zu fassen mit den Kommentaren. Von dem her werde ich heute so ein bisschen was zum Cricut Design Space sagen, ne, zu den Updates, die es da noch gab. Dann habe ich Fragen bekommen zu den Glyphen, da zeige ich euch auch ein bisschen was. Und dann ging es auch um die stapelbaren Tassen von Cricut, wie man die sublimieren kann. Und das ist dann tatsächlich auch das Projekt für heute. Vielleicht auch noch kurz ein Kommentar zu euren Fragen. Ich habe ja eine Webseite und da gibt es auch ein Kontaktformular. Jetzt ist es aber so, dass darüber eigentlich steht, dass man da bitte keine Fragen zu den YouTube-Videos stellen soll, sondern die eben bei den Videos auf YouTube stellen soll, weil da gebe ich mir wirklich auch Mühe, die so gut und so rasch auch wie möglich zu beantworten. Aber trotzdem gibt es immer wieder Leute, die mir Fragen eben über die E-Mail-Adresse, die ich habe, über das Kontaktformular da Fragen stellen. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe da vor fast einem Jahr aufgehört, die Fragen zu beantworten, weil es steht drüber und es steht auch eine Begründung drüber. Und es ist wirklich nicht so, dass ich hier das mit bösem Willen mache, sondern das Thema ist halt einfach, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann seht genau ihr und ich diese Konversation. Das heißt, niemand anders kann davon profitieren, niemand anders kann sich da in die Konversation einklicken. Und ich habe vor allem auch das Thema, dass ich ein und dieselbe Frage immer und immer und immer und immer wieder beantworten müsste, wenn ich das da eben machen würde. Weil das sieht ja sonst niemand und man denkt halt einfach, man ist der Einzige, der die Frage hat, aber vielfach sind es Fragen, die ich schon sonst sehr oft gestellt bekomme. Und ihr wisst, von wegen, ich mache das hier als Hobby nebenbei, neben meinem Beruf. Von dem her ist für mich halt Zeit auch ein Thema und ich versuche meine Zeit wirklich in die Videos reinzustecken und halt auch eben euch die Kommentare oder die Fragen im Kommentarfeld auf YouTube zu beantworten. Von dem her, ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich eben diese E-Mails nicht beantworte, aber es hat wirklich komplett überhand genommen und es waren einfach zu viele, dass ich das noch handhaben kann. So, das war der Kommentar zu euren Fragen und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in das Video und wo ich eben euch versuche, die Fragen, die ich letztens bekommen habe, zu beantworten. Zu diesen stapelbaren Tassen, das wird das Projekt für heute, da kommen wir gleich noch dazu. Ich werde die dann mit der Cricut Tassenpresse pressen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns zuerst das Thema Glyphen an und dann auch noch die Updates im Cricut Design Space und dann gehen wir auf das Projekt rein. Von dem her gehen wir jetzt rüber auf den Cricut Design Space. Wenn ich im Cricut Design Space eine Schriftart habe, dann kann ich hier drauf gehen und die Schriftart ändern. Und ich hatte euch in einem Video gezeigt, wie ihr Glyphen da einfügen könnt. Und die Fragen, die ich jetzt bekommen habe, ist zu den Großbuchstaben. Jetzt ändere ich die mal hier in zum Beispiel, ich habe die Heart Love, die hat Glyphen. Und die habe ich von dafont.com. Und da seht ihr, es hat ein bisschen Schnörkeleien, aber wenn ich mir in der Schriftsammlung, ich bin jetzt auf dem MacBook, ich habe euch aber auch gezeigt, wie ihr auf einem Windows-PC, wie ihr da eine Tabelle findet, wo es auch in der Größe angezeigt wird, wo ihr es dann auch lesen könnt. Hier habe ich mein Heart Love und wenn ich da jetzt runterfahre, dann sehe ich jetzt hier die Großbuchstaben. Dann seht ihr, ich habe die Glyphen bei den kleinen Buchstaben. Aber ich habe nichts für Großbuchstaben. Und das ist, was ich gemerkt habe, so bei Dafont ist es viel so, dass es ist oft so, dass es zu den Schriften bei den Großbuchstaben keine Glyphen mit dabei hat, sondern das eher bei Kleinbuchstaben ist. Ihr könnt natürlich hier eine Schrift von Cricut auswählen.
Ich habe jetzt hier nichts ausgewählt. Ich bin bei Cricut und da könnt ihr bei den Schriften so ein bisschen gucken, ob ihr eine habt, wo es Glyphen hat. Ne, wenn ich hier zum Beispiel dieses Anna's Fancy Lettering Victoria nehme, dann seht ihr, dass der B hier integriert diese Glyphe hat. Ne? Das ist eine Möglichkeit. Das seid ihr halt einfach auf die Schriften von Cricut beschränkt oder eingeschränkt. Und wenn wir uns das bei Dafont angucken, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ja, nehmen wir Kalligrafie mal, dann seht ihr hier, ne, habt ihr zum Beispiel dieses Austria, hat am Anfang so ein bisschen Schnörkel, das hier hat am Anfang so ein bisschen Schnörkel. Wenn ihr drauf geht, seht ihr auch Beispiele davon und dann habt ihr auch die Tabelle mit den Glyphen in der Regel. Von dem her hier bei der Schrift, das sind die Großbuchstaben, da hat es nicht zusätzliche Schnörkel. Das heißt, ihr müsst euch wirklich die einzelnen Schriften angucken, ne, und dann entscheiden, gefällt euch. Ne, hier zum Beispiel dieses Caroline hat auch schöne Glyphen bei den Großbuchstaben. Da könnt ihr so ein bisschen euch durchklicken und gucken, ob ihr etwas findet, was euch gefällt. Und das ist eine Möglichkeit. Wo ihr mehr solche Sachen findet, ist zum Beispiel, wenn ihr an einen Ort geht, wo ihr Schriften kaufen könnt. Jetzt hier beim Design Store zum Beispiel, wenn ich auf Schriftarten gehe und dann zum Beispiel sage hier dekorativ, dann seht ihr, habt ihr hier echt wirklich schöne Schriften. Ich gehe jetzt mal hier auf dieses Switch und hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr irgendeinen Text eingebt. Das nehmen wir da, wir hatten vorhin Brigitte, ne? Dann habt ihr hier eine Vorschau, wie das aussieht. Ich mache das kurz ein bisschen größer, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser seht. Aber ihr habt ja auch eine zweite Lasche, die heißt Glyphs. Und hier habt ihr dann die Tabelle, wo ihr die Glyphen seht. Das heißt hier die normalen Buchstaben, Großbuchstaben und dann habt ihr hier, nee, da hat es jetzt keine, das war jetzt ein schlechtes Beispiel, ne? Nehmen da zum Beispiel dieses Beside, sieht ganz cool aus. Auch hier, ne, könnte ich Brigitte eingeben, um mir das mal anzugucken, wie das aussehen würde. Und ich kann eben auch in die Glyphen reingehen und ihr seht hier schon bei der Anzahl, ne, ich habe 165 Glyphen, das heißt, tendenziell hat es hier mehr Möglichkeiten. Und da haben wir hier die normalen Großbuchstaben, ganzen kleinen Buchstaben. Dann nebst den regulären habt ihr hier jetzt eben auch noch andere Varianten von den Großbuchstaben. Ja, also so müsst ihr euch quasi so ein bisschen durch die Schriften durchklicken, bis ihr das findet, was ihr sucht. Aber ihr seht, ihr habt hier schon auch super schöne Schriften drin. Und wenn ihr da eine gefunden habt, die euch gefällt, ich nehme jetzt mal dieses Quilt, dann kann ich sagen, ne, in den Warenkorb rein, dann zum Warenkorb rüber. Dann kann ich sagen, Checkout, das ist genau die Schrift, die ich haben will. Und jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit, dass ich sagen kann, direktes Herunterladen. Und dann habe ich einen ZIP-Ordner, kann da draufklicken, dann wird er geöffnet und da drin habe ich dann die OTF-Datei. Kann da drauf drücken und sagen installieren. Dann kann ich hier auf meine Schriftsammlung gehen und die hieß AS Quilt. Und jetzt sehe ich hier auch, was da drin ist. Und ihr seht, ne, also ich finde die Glyphen schon sehr cool mit diesen Herzen. Dann haben wir die kleinen Buchstaben, Sonderzeichen. Ja, das ist so das, was bei der Schrift drin ist. Also hier, ne, ich kann euch das Suchen nicht abnehmen, da müsst ihr wirklich selber so ein bisschen suchen, welche Schriftart euch gefällt. Da ich die jetzt heruntergeladen habe, kann ich hier im Cricut Design Space auch auf meine Schriften gehen, nämlich die Systemschriften. Und dann müsste die eigentlich drin sein. Sind nicht gefunden. Das heißt, ich gehe hier kurz aus dem Cricut Design Space raus. Also ich schließe den und öffne den nochmal neu. Und jetzt versuchen wir das nochmal.
Systemschriften und jetzt habe ich auch diese AS Quilt und ihr seht, das passt wunderbar. Ne? So könnt ihr Glyphen auch bei Großbuchstaben finden. Jetzt, da wir gerade so schön im Cricut Design Space drin sind, kann ich euch auch ein bisschen was sagen zu den Updates. Jetzt steht hier Text. Ich gebe jetzt hier einfach mal was ganz Simples ein. Jetzt seht ihr, wenn ich da schreibe, geht ihr immer weiter. Und wenn ich aber rübergehe und dieses Textfeld, das ist neu, dass ich das kleiner mache, dann bricht es mir automatisch, also macht es automatisch Zeilenumbrüche rein. Das heißt, ich kann hier größer, kleiner, so wie ich das gerne haben möchte. Wenn ihr das nicht haben wollt, sondern wirklich einen fortlaufenden Text habt und das hier nicht abschneidet oder diesen Zeilenumbruch macht, dann könnt ihr ganz einfach bei Ausrichtung hingehen und sagen Zeilenumbruch aus und dann ist es wieder alles auf einer Zeile. Das sind die Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier den Arbeitsplatz auf 100%, aber die Schriftart relativ klein und da ist es ein bisschen schwierig zu erkennen. Das heißt, ihr könnt hier auch reinzoomen und dann seht ihr wieder, dass ihr hier einen Strich habt oder dass ihr hier mit diesen Hebeln das Feld größer, kleiner machen könnt. Damit wird automatisch die Schrift auch kleiner und größer. Und ich kann hier auch dieses Feld größer machen. Das ging vorher auch nicht. Der Rahmen war immer nur um die Schrift herum. Aber hier seht ihr, ich habe jetzt auf beiden Seiten einen Abstand. Und neu kann ich eben auch sagen, da will ich das oben ausrichten, will ich es unten ausrichten oder will ich es eben zentriert ausrichten. Auch das hilft teilweise bei den Designs. Wenn ich jetzt hier kurz eine Form eingebe, nehmen wir ein Viereck, dann hat sich auch da etwas geändert. Vorher hattet ihr hier oben ein Schlösschen, dann war, glaube ich, auf der Seite war das Drehen-Symbol und unten war das Vergrößern, Verkleinern Symbol und hier drüben war das Löschen Symbol. Ihr könnt diese Sachen nach wie vor immer noch machen. Es funktioniert halt ein bisschen anders, weil man versucht hat, basierend auf den Anforderungen, die die Nutzer gestellt haben, das zu optimieren. Das heißt, neu, was ihr machen könnt, ist aus allen Ecken heraus die Form zu verändern. Was super ist. Vorher ging es eben nur in die Richtung, da musst du das wieder verschieben, dann noch ein bisschen größer machen. Das könnt ihr jetzt auf allen 4 Seiten. Ihr habt es vielleicht vorhin schon ein bisschen gesehen, wenn ich nicht direkt hier drauf gehe. Hier ist das Symbol der Pfeil, der in beide Richtungen geht. Das heißt, es ist das Symbol für Vergrößern, Verkleinern. Wenn ich aber ein bisschen davon weggehe, dann habe ich das Drehen-Symbol. Das heißt, auch das funktioniert jetzt auf allen 4 Seiten. Das heißt, ihr könnt, egal von welcher Seite ihr das drehen wollt. Löschen könnt ihr hier über das Löschen-Symbol, wenn ihr die Ebenen eingeblendet habt oder rechte Maustaste, könnt ihr auch löschen. Oder ihr könnt ganz einfach das markieren und die Rückwärtstaste auf eure Tastatur anwählen und dann löscht ihr das auch. Das Sperren habt ihr hier oben zur Verfügung. Das Sperren war von wegen, wenn es eingeschaltet ist, wird es proportional vergrößert, verkleinert. Wenn ich es ausschalte, kann ich das zum Beispiel auch länger machen oder breiter machen. Das heißt, hier werden die Proportionen nicht beibehalten. Und ein paar hatten auch dieses Schlösschen ein bisschen falsch verstanden. Beim Schlösschen geht es nicht darum, das Element auf dem Arbeitsplatz zu fixieren. Wenn ich eine Karte gestaltet habe und ein paar Elemente hatte, ich mache das hier kurz, sagen wir, ich nehme hier dieses Rechteck, würde jetzt sagen, das ist meine Kartengröße, die ich habe, sage hier, das sind meine Hilfslinien und dann würde ich einfach irgendetwas hier reinmachen, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach irgendetwas, würde das kleiner machen, dass das auf die Karte drauf passt. Und dann würde ich noch irgendetwas anderes reinmachen. Passt jetzt überhaupt nicht zusammen, es geht nur darum, euch das zu zeigen.
Ich hätte jetzt 2 Elemente, die ich genauso auf der Karte platziert habe, wie ich das haben will. Ich mache das kurz aufdrucken, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen einfacher. Drucken, dann schneiden. Dann vergrößern wir das hier ein bisschen, dass ihr auch etwas seht. So, jetzt habe ich hier, das Hilfslinie, das ist ein Druckenschneiden, das ist ein Druckenschneiden. Und wenn ich jetzt auf Herstellen gehe, dann wird es irgendwie platziert. Dann müsste ich alles irgendwie umsortieren. Das will ich natürlich nicht. Wenn ich dem jetzt sage, das ist ein einfaches Schneiden, hier kurz alles zentriere, alles auswähle und sage verbinden. So, und jetzt auf Herstellen gehe, seht ihr, das ist immer noch genau gleich ausgerichtet oder platziert und ihr habt hier eure Karte. So fixiert ihr Elemente. Das Schlösschen, was ihr hier oben habt, da geht es wirklich nur, soll es die Proportionen beibehalten oder nicht. Das ist alles, was das Schlösschen macht. Aber ich würde sagen, das sind so ziemlich die wichtigsten Updates, die ihr habt mit dem letzten Release. Und ich bin hier auf dem 7.12.153. Wenn ihr da jeweils mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auf Neuheiten gehen, hier beim Hauptmenü. Und dann wird euch auch gesagt, was mit welchem Release gekommen ist, einfach in einer Kurzbeschreibung. Aber ihr könnt auch immer auf die Hilfeseite von Cricut gehen und dann hier Design Space und ich sage jetzt hier kurz Release und dann wird euch das Ganze wirklich auch nochmal beschrieben, und mit Bildern gezeigt, was die Neuerung denn jetzt ist. Das heißt, wenn ihr mit dem Cricut Design Space arbeitet, guckt euch wirklich jeweils die Neuerungen an. Es ist auch so, wenn ihr den Cricut Design Space neu startet und es einen neuen Release gegeben hat, dann wird es euch auch gleich beim Startbildschirm angezeigt. Das könnt ihr jeweils überspringen, wenn es euch nicht interessiert, aber ich würd euch da wirklich empfehlen, guckt euch an, was es Neues gibt, weil wenn ihr ein Video von mir ja zum Beispiel anguckt oder von irgendjemandem und das Video ist ein Jahr alt, dann kann es gut sein, dass Sachen nicht mehr so funktionieren, wie es in diesem Video gezeigt wurde, weil Cricut in den letzten 12 Monaten echt viele Updates gemacht hat und ich erwarte eigentlich auch, dass es da noch viele Updates geben wird. Somit wirklich, guckt euch die Neuerungen jeweils an, damit ihr das dann mit dem Video, was ihr euch anguckt, adaptieren könnt und es dann auf die neue Art und Weise machen könnt. So, jetzt gucken wir uns kurz hier die Tassen an. Und ihr seht auch jeweils von diesem Label hier, dass es für Infusible Ink gemacht ist und somit könnt ihr da auch drauf sublimieren. Innen drin haben wir 4 Tassen und diese Tassen sehen so aus, mit dem Cricut Label unten. Und die sind eben so konzipiert her, dass ihr die ineinander stapeln könnt. Das heißt, die eignen sich super für Designs, die, wenn ich die dann aufeinander stapel, dass man hier dann quasi ein Design drauf hat, was ersichtlich ist, wenn die übereinander liegen oder wenn man verschiedene Designs machen will, die aber gleich aussehen, dass es wirklich zusammenpasst. Auch sowas kann man drauf machen. Ihr könnt auch dieselben Tassen machen, ihr könnt auch nur eine davon verwenden, geht natürlich auch. Aber sie sind eigentlich so gemacht, dass man sie eben schön ineinander stapeln kann. Und die Frage, die ich bekommen habe, war, wie ich das machen kann, dass eben so ein Gesamtbild entsteht. Dafür gucken wir uns jetzt an, wie groß dieser Bereich hier ist. Das ist von der Höhe her sind 7,5 cm und vom Umfang her sind es 26,8 cm. Und ich gucke jeweils, wie groß der Bereich ist, wo ich das Ganze pressen kann. Das heißt, ich lege die hier so in die Presse rein und gucke mir dann an, von hier nach hier. Ich mache das kurz mit
einen Bleistift, den ich wieder löschen kann. Na, die Manschette geht hier bis ungefähr hier und auf der Seite bis hier. Wenn ich das abmesse, dann komme ich hier sicherheitshalber 24 cm. Das heißt, ich habe einen Druckbereich von 24 cm. Das ist das, was ich wissen muss. Und das heißt, wenn wir die ineinander stapeln und ein Gesamtdesign machen wollen, was sich über alles hinwegzieht, dann brauche ich quasi ein Bild, was 4 x 7,5 cm ist. 2 x 4, 7, 4, 15 sind 30. Also das gesamthafte Bild wäre dann 30, nicht 3, sondern 30 cm. Ne? Das sind so die Maße, die ich für mich wissen muss. Und jetzt gucken wir uns das auf dem PC an. Wenn ihr auf der Startseite vom Cricut Design Space seid, könnt ihr hier eingeben, zum Beispiel Stackable Max. Ihr seht, ihr habt hier einerseits Designs, aber ihr habt hier auch die Cricut-Projekte. Das heißt, ihr habt 193 Projekte. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ihr mit sowas anfängt, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Und da seht ihr dann auch die verschiedenen Designs, die ihr machen könnt. Das ist einerseits, ich denke mal, das ist mit Infusible Ink. Können wir uns mal angucken. Ja, das sind Infusible Inks, die ihr hier verwenden würdet. Dann gibt es auch solche, ich glaube, das hier sind mit Stiften. Ja, das sind Infusible Ink Pens, ne, wo es euch das auf dem Blatt zeichnen würde und ihr das dann auf die Tasse übertragen könntet. Es hat auch ganz coole, wo haben wir die? Hier unten zum Beispiel, die finde ich auch ganz cool. Und das ist ganz einfach ein unifarbenes Blatt Infusible Ink und dann gemusterte Blätter von der Infusible Ink. Na, das ist eine Möglichkeit und die legt ihr dann einfach ineinander. Das heißt, ihr schneidet es aus, gehen wir auf Herstellen. Und dann seht ihr, dass ihr hier die Ecken habt. Das würdet ihr zum Beispiel bei dem Muster aus der türkisen Folie oder Infusible Ink ausschneiden. Und dann habt ihr hier auch nochmal die Designs, wo es eben diese äußeren Teile hat. Und das würdet ihr dann aus den Infusible Ink Sheets nehmen oder ausschneiden, die eben gemustert sind. Und dann habt ihr hier auch noch die Manschetten. Da würde ich es ganz ehrlich gesagt so machen. Ich würde hier auf Anpassen gehen. Da würde ich es ganz ehrlich gesagt so machen, dass ihr immer das Türkise und den Ausschnitt der Manschette, dass ihr die verbindet. Die liegen ja quasi immer zusammen. Verbinden, verbinden. Noch die letzte, verbinden. Weil wenn wir das dann so schneiden, dann habt ihr eben diese Ecken einerseits. Das wären bei dem Design jetzt die türkisen Sachen. Oder ihr könnt es auch umgekehrt machen, wie ihr es haben wollt. Und dann würde es aus einer quasi die Ecke ausschneiden und dann hättet ihr trotzdem diese Manschette, die ihr braucht, um das auf die Tasse aufzupressen. Wenn ihr mit der Infusible Ink noch nicht gearbeitet habt, ich verlinke euch oben auch ein Video, wo ich das gezeigt habe, wie ich mit diesen Manschetten gearbeitet habe. Also jetzt nicht spezifisch mit diesem Muster und für diese Tassen, aber im generell, dann seht ihr eigentlich auch gut, wie ihr das machen könnt. Ich will jetzt aber nicht eins von diesen Designs haben, sondern was ich machen will, ist, dass ich quasi sublimiere, das heißt ein Design selber ausdrucke. Und das hier ist die Idee, die ich hatte. Ich mache hier kurz den Arbeitsbereich in einer anderen Farbe, damit wir das auch ein bisschen besser sehen. So, dann seht ihr es auch. Ich habe hier diese Rechtecke, dann habe ich auf der einen Seite verschiedene Kawaii-Gesichter,
die verschiedene Gesichtsausdrücke haben. Und auf der anderen Seite habe ich jeweils einen Spruch gemacht, der hier dazu passt. Jetzt, wie habe ich das gemacht? Ich bin einerseits hingegangen und habe mir angeguckt, ne, wie groß dieses Feld sein darf. Das heißt, wir hatten gesagt, von der Breite her, bedruckbare Bereich von der Tasse sind 24 cm. Das heißt, ich habe hier eine Form eingegeben und dann habe ich die Relation aufgehoben und gesagt, von der Breite her soll es 24 cm sein und von der Höhe her soll es 7,5 cm sein. Na genau das, was wir gemessen haben. Jetzt, wenn ich hier drauf gehe und dem sagen, es ist ein Drucken, dann Schneiden, dann seht ihr hier, dass ich eine Fehlermeldung bekomme. Das heißt, das Design ist zu groß, verringern Sie die Designgröße auf 17,14 cm mal 23,49 cm oder weniger. Das heißt, diese 24 cm sind das Problem. Ich muss hier auf 23,49 cm gehen. Das ist das Maximum. So, und jetzt ist auch das Zeichen weg. Da ändere ich die Farbe auf Weiß und sage dem, das ist eben ein Drucken und Schneiden. Ne? Und das brauche ich auch 4-mal. Dann haben wir es duplizieren. 2, 3, 4. Kann ich die schon mal ausrichten. Sagen hier, ne, horizontal zentrieren und verteilen. So, dann habe ich diese Sachen. Hier die Kawaii-Bildchen, das sind Bildchen oder die Gesichter, die habe ich von freepik.com und die einfach als Bild auf meinen PC gespeichert und dann kann ich auf Hochladen jeweils gehen und hier sagen Bild hochladen und so habe ich diese Bilder eingefügt. Und wenn ich die dann alle anklicke, kann ich sagen zur Leinwand hinzufügen. Das sind diese hier und die waren jetzt aber noch so ein kleines bisschen zu klein. Das heißt, ich markiere die auch alle. Eines ist angeklickt, dann halte ich die Shift-Taste und klicke auch auf die anderen. Und jetzt kann ich das ganz einfach noch so ein bisschen in der Größe anpassen, bis ich sage, ne, für die Tasse, die ich habe, passt diese Größe für mich. Und dann könnt ihr diese Bilder auch entsprechend platzieren. Und das andere, was ich gemacht habe, sind Sprüche eingefügt. Das heißt, ich bin hier auf die Phrases gegangen und habe einfach mal gesagt Coffee. Und dann habe ich mir hier einfach verschiedene Sprüche rausgesucht, die ich witzig fand und wo ich das Gefühl hatte, die passen so ein bisschen zueinander. Das fände ich auch einen coolen. Dann bin ich eben, ich habe mir die Sprüche ausgesucht und dann bin ich auf die Leinwand und habe das auch in der Größe so angepasst, dass es hier auf die Tasse drauf passt. Und habe auch bei dem gesagt, das ist ein Drucken und dann Schneiden. Was ich bei meinen jetzt vergessen habe, das werde ich nachher noch machen, ist, dass das hier ist ja nicht ein komplettes Schwarz. Und deshalb werde ich hier die Farbe ändern zu diesem eher grauen, was die Augen und der Mund zum Beispiel haben. Dann passt es auch ein bisschen besser. Und so habe ich mir eben die Sprüche rausgesucht und die entsprechend platziert. Dann bin ich auf jedes einzelne hin und habe die 3 Sachen markiert und einerseits gesagt hier, ne, vertikal zentrieren. Und dann will ich ja, dass das auf der Tasse wenn ich die staple, dass das wirklich genau schön übereinander liegt. Und deshalb bin ich dann hin und habe mir diese Gesichter auch alle markiert und bei denen gesagt, horizontal zentrieren. Und das genau das gleiche habe ich dann auch mit den Sprüchen gemacht, dass auch die dann schön zentriert sind. Und dann mit der Pfeiltaste könnt ihr da immer noch so ein bisschen nach rechts oder nach links verschieben.
Und als es dann so war, dass ich gesagt habe, okay, das passt für mich, habe ich die 3 Sachen markiert und dann gesagt, ebnen. Man könnte hier jetzt sagen, na, du könntest ja auch die Gesichter separat ausschneiden, die Sprüche separat ausschneiden und das dann eben auf der Tasse platzieren. Ich finde halt einfach mit der Variante bin ich sicherer, dass das dann auch wirklich schön übereinander passt. Jetzt würde ich ja normalerweise das erst beim Drucken spiegeln, aber damit ich das richtig ausschneiden kann, spiegle ich das hier kurz. Horizontal spiegeln. So, dann passt es dann auch zum Sublimieren auf die Tasse. Dann können wir auf Herstellen gehen. Und jetzt können wir das ganz einfach ausdrucken. Das heißt, das erste hier drucken, dann an Drucker senden. Dann wähle ich hier meinen Sublimationsdrucker, Anschnitt hinzufügen, nehme ich raus, Systemdialog verwenden, nehme ich rein, sage drucken. Dann, wie immer, der Systemdialog ist hinter dem Cricut Design Space versteckt beim Mac. Das nicht vergessen. Dann eben hier ist der richtige Drucker. Dann Layout sage ich beim Color Matching Color Sync. Dann nehme ich hier Adobe RGB und sage bei den Print Settings, ich will Fine, das auf das Rigid und nicht Textil. Und hier nehme ich jetzt Mirror Image raus, das heißt Bild spiegeln nehme ich raus, weil ich habe es ja schon gespiegelt. Ne? Und so kann ich das drucken und das mache ich mit beiden Seiten. Während das zweite Blatt am Ausdrucken ist, kann ich das schon nehmen. Hier mache ich das auf die Light Grip Matte. Und dann können wir noch das Material auswählen. Und zwar sage ich hier Material durchstöbern. Dann gehe ich auf Papier und nehme hier das Copy Paper und sage fertig. Und dann kann ich das schon in den Plotter geben und das schneiden. Und so haben wir schon die ersten beiden Designs. Dann kann ich gleich auch schon das zweite auf die Matte bringen und auch das schneiden lassen. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door the memory. Und dann haben wir hier auch schon wunderbar unsere 4 Designs, die gespiegelt sind. Und bevor ich das jetzt auf die Tassen aufbringe, wärme ich noch kurz die Tassenpresse vor. Kurz gucken, dass die richtige Temperatur hat. Die ist in der Mitte, das will ich nicht. Ich will, dass die auf der ersten Stufe ist bei dem, was ich gedruckt habe. Ich wähle jeweils für, wenn ich Infusible Ink presse, dann nehme ich die mittlere Stufe. Wenn ich die Sachen ausdrucke mit dem Sublimationsdrucker, dann wähle ich die erste Stufe. Und so kann ich die jetzt aufwärmen lassen. Und jetzt müssen wir hier uns noch um die Tassen kümmern. Ich gucke immer, dass ich die Tasse kurz noch abreibe, dass da wirklich keine Rückstände drauf sind und ich dann schlechtes Resultat bekomme. Deswegen, dann kann ich das erste Design nehmen und das möglichst mittig platzieren. Sollte oben und unten mit der Kante abschließen und hier der Henkel sollte in der Mitte sitzen. Ich würde sagen, das stimmt so bei mir. Kann ich das festmachen. Ich gucke da wirklich, dass das schön satt auf der Tasse drauf sitzt. So, und das mache ich jetzt mit allen Tassen. Stelle ich das schön so vor mich hin, dass die Henkel übereinander liegen und platziere dementsprechend das Design, dass das wirklich an der genau gleichen Stelle beginnt wie bei der vorderen Tasse.
Jetzt hat sich die Tassenpresse schon gemeldet und das heißt, ich mache hier noch kurz das Backtrennpapier drüber, dass da wirklich nichts auf meine Manschette übergeht. Und dann können wir die schon mal in die Tassenpresse reingeben. Das heißt, die kann ich jetzt aufmachen und meine Tasse schön so platzieren, dass da, wo das Design ist, das hier schön in der Manschette drin liegt. Dann müsst ihr beim Zumachen einfach gucken, ne, dass eben das komplette Design abgedeckt ist. So, ne, das ist bei mir der Fall. Und so kann ich die jetzt machen lassen. So, ich habe die Tassen gepresst, die sind am Auskühlen noch, aber ich habe noch ein anderes Thema, weil ich denke, das wird sicher auch eine Frage sein. Ihr werdet bei den Projekten im Cricut Design Space sehen, dass ihr solche Nussknacker habt. Und da wird sicher auch die Frage kommen, von wegen, wie kann ich das selber machen, dass das dann auch auf die Tasse passt. Ich persönlich würde es so machen oder es gibt eine andere Variante mit dann die einzelnen Teilen zu maskieren. Ist aber, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert jetzt für dieses Video hier. Deshalb zeige ich euch einfach die einfache Variante. Wir hatten ja gesagt, ne, wenn wir alle 4 Tassen aufeinander stapeln, sind es 30 cm von der Höhe her. Und ein A4-Blatt sind 29,7 cm und es hat oben und unten braucht sie was noch so ein bisschen Platz. Der Drucker kann ja nicht bis ganz an den Rand drucken. Aber so habt ihr ein Design, wenn ihr sowas ausdruckt, das einigermaßen in die 30 cm reinkommt. Von der Breite her haben wir kein Problem, weil die Tasten sind 24 cm im Umfang und ein A4-Blatt ist 21 cm hier von der Breite. Was ich jetzt damit machen würde, die Hälfte von 29,7, nehmen wir 29,6, geht ein bisschen einfacher, sind 14,8 cm. Deshalb würde ich das Blatt einfach nehmen, in den Hebelschneider reinmachen und hier bei 14,8 cm anlegen. Dann habe ich schon mal die Hälfte des Blattes und das einfach so schneiden. Und jetzt wissen wir ja, dass die Tassen 7,5 cm hoch sind. Deshalb würde ich jetzt, kurz kontrollieren, doch 7,5. Deshalb würde ich das jetzt, ne, hier ist der große Teil des Designs, dann würde ich das bei 7,5 cm anlegen. Auch nochmal schneiden. Dann das hier ist dann ein bisschen kürzer als 7,5, das ist ein Millimeter rund. Und dasselbe dann auch mit dem. Na, hier vom vorherigen Schnitt 7,5 cm. So. Und dann hätte ich quasi auch das Design, um das auf die Tassen aufzubringen. Dann wäre eine Tasse hätte dann diesen Teil, die nächste Tasse hätte dann diesen Teil und so weiter und so fort. Und so könnte man die dann aufeinander stellen. Und so würde sich dann erst das Gesamtbild, mit dem alleine könnt ihr jetzt nicht wirklich viel anfangen, aber wenn dann die Tassen übereinander gestapelt sind, würde sich dann wieder dieses Gesamtbild ergeben. Ne? Wenn das was ist, was ihr gerne machen wollt. Das als einfache Alternative, wenn ihr eben das mit dem Sublimationsdrucker macht und da gerne euer eigenes Bild verwenden würdet. So, jetzt gucken wir uns die Tassen an, ob das schon geht, ob die kühl genug sind, damit ich hier das Ganze lösen kann. Dann haben wir hier schon mal die erste, die ich ja super süß finde. Und wenn euch das hier passiert, ne, es geht ein bisschen einfacher oder mir passiert es weniger, wenn ich das Backtrennpapier wirklich schön knapp an den Rand der Tasse abschneide. Hier die zweite,
mit diesem verschmitzten Lächeln, weil ich habe natürlich geguckt, dass es zum Spruch passt, ne? Von wegen Kaffee, weil Leute zu schlagen ist illegal. Ne? Finde ich sehr cool. Auch sehr schön, ne? Die müde Tasse und hier, ne? Okay, lass uns das machen, aber zuerst Kaffee. Und hier noch die letzte. Das kleine Zwinkern, weil auch der Spruch ist wieder so ein bisschen böse, ne? Von wegen, ich trinke Kaffee zu deinem eigenen Schutz. Und ihr seht jetzt, wenn wir die übereinander stapeln, und die Henkel sind jetzt alle, ne, liegen auf dem Tisch. Das heißt, die Gesichter liegen alle schön übereinander. Ne? Das hilft halt einfach eben, wenn ihr die mit dem Plotter schneidet. Dann habt ihr hier wirklich schön einen Stapel. Und auf der anderen Seite haben wir dasselbe Thema, dass die Sprüche hier schön auch alle übereinander liegen. Das war meine Idee für heute. Und ich finde, die Tassen sind wirklich super süß geworden. Hier nochmal im Detail das Zwinkern mit dem I drink coffee for your protection. Und es ist nicht so, dass es nicht ganz schwarz geworden wäre, sondern ich habe ja extra die Farbe von den Kawaii-Gesichtern genommen. Und das war nicht ganz schwarz. Also das ist vom Design her so. Dann haben wir hier die Herzen. Und davon wegen OCD, Obsessive Coffee Disorder. Ne? Obsessive Kaffeestörung quasi. Dann haben wir hier das Grinsen oder das verschmitzte Lächeln. Und hier Coffee because punching people is illegal. Und die vierte Tasse noch, das schläfrige Gesicht. Und hier, okay, let's do this, but first coffee. Na, das war meine Idee und ich finde die richtig klasse. Das heißt, die werden bei mir zu Hause einziehen und nicht verschenkt. Ich hoffe, das hat euch eine Idee gegeben, was ihr mit diesen aufstapelbaren Tassen machen könnt. Wie gesagt, ihr müsst nicht im 4er-Set machen. Ihr könnt zum Beispiel auch nur 2 oder auch nur eine davon machen. Ihr kauft sie halt einfach im 4er-Set und sie lassen sich wirklich wunderbar durch diesen Rand auch aufstapeln. Ich hoffe, ich habe die Fragen, die ihr dazu hattet, beantworten können. Auch die zum Cricut Design Space Update und auch die zu den Glyphen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare rein auf YouTube. Bitte nicht über das Kontaktformular auf meine Webseite oder eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Das bitte nicht, aber Kommentare auf YouTube, da könnt ihr immer Fragen stellen. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen, dass ihr Lust habt, das selber auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! People could stare, I didn't give a damn.